Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fat Chat mit meiner Wenigkeit Patrick. Heute haben wir, wie soll ich das eigentlich nennen? Bei deinem Streetname Faiso. Faiso91 auf Instagram. Faiso91. Heute haben wir Faisal hier. Ganz interessantes Thema. Zwar ist der Bre teilweise hier, teilweise in Deutschland aufgewachsen. Ja, Jordanien. In Jordanien auch. Libyen. Ja. God damn it. Ja. Okay. Nicht so lange, aber doch auch. So, bevor du in die normale Schule gegangen bist, warst du schon der Globetrotter. Bevor ich in die normale Schule gegangen bin, bin ich in Libyen zur Schule gegangen. Oh damn. Warst du hier gar nicht auf der Schule vorher? Vorher nicht. Ich war ja im Irak. Ich bin im Irak geboren. Ja. Da sind wir in Jordanien. Da war ich 4,5 Jahre irgendwie so. 4,5 Jahre. Da bin ich zur Schule gegangen. Da habe ich laufen gelernt. Okay. Und dann nach Libyen. Da bin ich zur Schule gegangen. Also mit 5, keine Ahnung. Ja. So, nicht es war auch kein Kindergarten. Ich glaube, das war schon eine richtige Klasse. Grundschule dann. Ich glaube schon, ja, Grundschule. Da wurden wir geschlagen, das weiß ich noch. Und dann nach Deutschland, habe Grundschule in Deutschland gemacht und dann hier 2 Jahre, deutsche Schule, also 5., 6. Okay. Und dann die 7. bis halt Abi und, ja, bis Abi habe ich Hier dann? Nee. Oder in Deutschland? 7. bis Abi in Deutschland, Okay. 5., 6. habe ich hier gemacht, deutsche Schule. Deutsche Schule Sharjah. Und zwischendurch war es noch in Kanada? Danach habe ich in Kanada studiert. Kanada studiert? Ja. Okay. Ja. Ja. Warst ja trotzdem 2 Jahre dann zwischendrin hier. Genau. Wie war es damals hier? Was ging Also, hier ab? Was ist der Unterschied zwischen Deutschland und hier? Ja, also da muss man auch differenzieren, finde ich. Zwischen damals Deutschland und heute Deutschland, das ist ein Riesenunterschied. Damals Deutschland war damals, wir sind halt als Flüchtlinge dahin gegangen, nach Deutschland. War halt alles neu, war alles sehr schwer, sehr, sehr schwer. Haben versucht, irgendwas aufzubauen da langsam. Ja. Wir sind halt damals Flüchtlinge Grund der erste Golfkrieg. Nee, der zweite, das war ja 90er Jahre. Ja, okay. Der Grund war eigentlich aber ein anderer. Mein Vater, der hat einen Kollegen gehabt. Mein Vater ist Professor gewesen. Der hat einen Kollegen gehabt, da haben die halt eine Diskussion gehabt, ja, ey, wie ist so Irak, das Land, bla bla bla. Da hat er gesagt, und original auch wirklich, also ohne da irgendwas, der hat original gesagt, ja, also wenn der jetzt anders regieren würde, Saddam, die Rede ist von Saddam, wenn der anders regieren würde, dann wäre es alles besser. Der Typ ist hingegangen, hat angerufen, hat gesagt, ey, der hat dich beleidigt. So, dann hat mein Vater einen Erhängungsbefehl gehabt. Ja. Damn it. Ja, dann hat er einen Erhängungsbefehl gehabt, müsste dann abhauen. Meine Mutter war mit mir schwanger damals. Er ist schon vorgegangen sozusagen, weil wir wussten nicht, was passiert. Ja. Ist vorgegangen nach Jordanien. Und dann ist meine Mutter, als ich geboren wurde, 14 Tage später sind wir nach Jordanien gefahren, geflüchtet. Geflüchtet auch, wirklich. Okay. Wie meine Mutter oder meine Eltern erzählt haben, so, das war so wirklich so, ja, ich mache Urlaub in Jordanien, Urlaub. Okay. Damit die überhaupt einen durchlassen, sonst wäre so. Es gab auch Reiseverbot, es gab damals Reiseverbot. So, und genau dann hat es aufgemacht und dann ist meine Mutter abgehauen, ja, wir wollen Urlaub reisen, weißt du? Abgehauen und dann sind wir halt da geblieben, 4 Jahre, ja, 3,5 Jahre. Okay. Ich glaube 1 Jahr, halbes Jahr, ich weiß es nicht, da weiß ich nicht mehr, war ich in Libyen und dann sind wir über Frankreich nach Deutschland geflohen mit so einem Schleuser und also richtig so volles Programm, was man heute so bei der letzten Flüchtlingswelle immer hört, komplett. Volles Programm. Hast du das schon mitgekriegt dann so richtig aktiv? Ich hab alles mitbekriegt, auch vor allem in Libyen so, aber das Ding ist, diese Flucht sozusagen, die habe ich so verdrängt, glaube ich, wirklich, weil ich habe Klaustrophobie, habe ich auch später erfahren, mit 18. Ich habe Klaustrophobie und das hat sich wahrscheinlich entwickelt durch diesen eingeengten Raum und dann musst du so irgendwo und dann bist du in Paris gelandet und Paris ist das größte Kaff und ekelhaft gewesen und dann sind wir rüber. Wir wollten eigentlich, das habe ich auch komplett, das weiß ich noch, da war irgendein ganz komisches Unterbewusstsein, das ist wirklich krass, weil damals konnte ich ja kein Deutsch. Ich war ja 5 Jahre alt, ich konnte kein Deutsch und da waren wir in dem Zug und da wurden wir festgenommen. Weil keine Papiere, kein gar nichts. Okay. In Paris dann schon? Nee, in Deutschland. Das war in Deutschland. Wir wollten von Deutschland, also von irgendwo, weiß ich nicht mehr, nach Karlsruhe oder München, irgendwie so. Und dann wurden wir währenddessen festgenommen.
Und dann hat einer gesagt, das weiß ich noch, das ist unterbewusst, entweder ich träume das, entweder ich bilde mir das ein, ich weiß es nicht mehr. Aber wo ich später Deutsch gelernt habe, hat einer gesagt, ey, die haben noch nichts gemacht. So einfach so, da hat sich einer eingemischt und Deutscher hat gesagt, die haben noch nichts gemacht. Und dann hat der Polizist irgendwas gesagt. Und dann haben die hier, schöne Grüße auch an die ganzen Polizisten in Deutschland oder Zoll oder was es ist, die haben mich befragt mit 5. Die haben einen Übersetzer geholt und haben mich befragt. Habe ich die angeguckt, hab einfach geweint. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, okay, bringt ja nichts. Und dann habe ich natürlich nichts, was soll ich denn sagen? Ja. So, ja, wie bist du hier hingekommen? Hallo, ich bin 5 Jahre alt, was wollt ihr von mir? So. Ja, und dann sind wir halt Flüchtlingsheim, dann war Wir sind Trier. bei Damaskus rechts abgebogen und dann sind wir Ja, auf dem Boot so, und bla, Digga, halt's Maul. komplett- Was willst du von einem kleinen Kind? Weißt Komplett du? Schwachsinn, ehrlich. Das war ganz komisch. Und dann waren wir im Flüchtlingsheim Trier. Neuwied bin ich zur Grundschule gegangen. Und dann waren wir hier 2 Jahre und dann bin ich nach Krefeld gezogen, Okay. als wir zurückgekommen sind. Wie war Dubai damals? Damals war alles leer, war alles Wüste. Ich habe in Sharjah gelebt. Sharjah gab es halt wirklich immer, wie jetzt, so nicht viel. Es gibt immer noch was, aber ist halt nicht mit Dubai zu vergleichen, ne? Und da war ich noch City Center, Dera. Kennst du das City Center in Dera? Das war die Dubai Mall. Das war das Ding damals. Das war ne? das Ding. Da gab es Ikea. Du kanntest den Burj Khalifa noch, als er so groß war. Gar ehrlich gesagt, nein. Mein Vater hat damals gesagt, ja, die bauen hier irgendwas. Ja. Ich so, was sollen die hier im Original? Was sollen die hier mitten in der Wüste bauen? Ja, die bauen hier so einen Turm und so. Ich so, ja, niemals. Wohin? Ja. So, wer soll da hinkommen? Ehrlich, das war so, hä? Und ich weiß noch, wir hatten eine Klassenfahrt damals nach GBR. JBR. Da gab es Hilton, hast du mir Hilton mal und erzählt, Sheraton. ja. Boah, ey, ich denke, wir fahren dahin von Sharjah aus, ne, 40 Minuten. Ich sage, ey, wohin bringen die uns? Mitten in der Wüste. Einfach Hilton, jetzt aktuell siehst du von GBR nicht mal die Marina momentan. Das war krass. Es gab halt sehr wenig. War damals die Marina schon ausgehoben, das Flussbett? Oder Flussbett oder so immer. Nee, dieser ich Kanal. meine, nein. Ne? Das habe ich nicht mehr im Kopf. Das war einfach komplett Wüste. Es war komplett, da gab es keinen Fluss. Krass. Nee. Da war die Palme im Bau, das weiß ich noch. Okay. Die Palme war noch im Bau, aber mehr als das, nein, niemals. Das Coole war, also damals Dubai, das war so mehr arabisch, sag ich so. Ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber es war Traditioneller. traditioneller. Nicht so wie heute halt. Genau, die Leute, auch so Einheimische, war so viel näher dran, sehr viel näher dran. Es war ja nicht so, boah, ich gehe jetzt in eine Gegend, da sind voll viele Einheimische. Überall waren Einheimische. Das war ganz normal. Mittlerweile jetzt, keine Ahnung, du gehst Marina, du findest jetzt kaum einen Einheimischen. Ne? Das ist so europäisch geworden. Damals war auch eher so, boah, Europäer sind hier und so, was machen die hier? Was macht ein Deutscher hier? Warum sind die weiß? Ja, Was ist da los? das war original. Das war so, was macht ihr hier? Ja, muss ich also ehrlich sagen, damals war sehr, sehr schön. Heute ist auch noch schön. Heute ist jetzt noch schöner. Aber ich muss ehrlich sagen, hätte man mir gesagt, so vor 12, 13 Jahren, 14 Jahren, so, ey, willst du nach Dubai auswandern? Hätte ich gesagt, weiß ich jetzt nicht. Weil du es halt kanntest von, wie es halt vorher war. So, erstens es war ein bisschen für mich damals als Kind vor allem langweilig. Ja. So, das war so, wenn du dich mit Freunden treffen willst, dann musst du in irgendeine Mall, dann kommen die Eltern, dann kommen die dich abholen, wer fährt wen wohin, Ja. dann geht ihr in die Mall, was wollt ihr da in der Mall machen? Ja, irgendwie rumlaufen und dann ins Kino, dann geht man ins Kino und dann hast du 1, 2, 3 Stunden was gemacht und dann kannst du wieder zurück. Das war nicht wie in Deutschland. In Deutschland war damals, auch zur Grundschulzeit oder danach, war so, ey, ich gehe raus, ich gehe Fußball spielen, ich gehe, keine Ahnung, ich treffe mich mit jemandem. Ja. Du konntest wenigstens raus, du hast so ein bisschen mehr Freiheit. Okay. Jetzt mittlerweile ist es auch nicht mehr so hier. Also hier für Kinder ist es auch ideal geworden. Ja. Aber damals, ich habe mich gelangweilt. Ich habe nur gegessen. Ich war richtig fett eine Zeit lang. Wirklich, das war richtig, richtig. Okay. So, weil es gab für mich nichts anderes. Und der Lernstoff war extrem. Der war wirklich extrem. Anstrengender wie Deutschland oder? Bei Meilen. Also Echt bei jetzt? Weitem. Ich habe noch auf meinem Zeugnis stehen halt 2 Klassen über Deutschland. Ja. 5. Klasse Niveau, 7. Klasse Deutschland. Krass. 6. Klasse Niveau, 8. Klasse. Aber Sharjah war damals sowieso so ist das Ding hier. So, das die hatten war ja das- auch die erste Uni, ersten Flughafen und so ein Zeug. Die waren ja damals eigentlich viel, viel weiter wie die anderen Emirate. Sharjah, ja. Sharjah, also doch, Flughafen gab es auch dann in Dubai und so, aber Ja, aber ich Was sag nur, Bildung so angeht, ja. allgemein waren die schon immer eigentlich Leader die ganze Zeit. ja.
Ja. So, es war jetzt erst in den letzten paar Jahren, wo Dubai die überholt hat, weil Genau. Dubai halt Dubai ist. So. Ja, weil die sich halt modern gemacht haben, also beziehungsweise mehr Gas gegeben haben. Er selber, also der Sheikh jetzt von Sharjah selber, er ist ja auch sehr gebildet, hat einen Doktor und hat selber an der Uni unterrichtet. Er hat selber an der Uni unterrichtet und deswegen war er halt so, er achtet halt sehr auf Bildung, vor allem auf Schule. Und das war das allererste, was er sich gedacht hat, ey, so Bildung muss Top-Class sein. Deswegen gab es auch die erste deutsche Schule in Sharjah. Und Abu Dhabi damals auch. Hat dir der Unterschied von den 2 Jahren was gebracht? Wurdest du in Deutschland höher eingestuft oder? Ja, also ich wurde nicht höher eingestuft, weil die dachten halt, deutsche Schule, so, meine Eltern dachten auch damals so, Gesamtschule ist was ganz Krasses, so was ganz Gutes, weil es hier eine Gesamtschule ist. Das System ist hier eine Gesamtschule und wir kannten das halt nicht anders. Ich hatte ein Gymnasium, ich hätte auch ins Gymnasium gehen können, aber so bei uns war so, ey, Gesamtschule, wir hatten so eine gute Erfahrung, dann bin ich auf die Gesamtschule gegangen. Das allererste, ich sollte so eine Einführung machen damals in Deutschland, so wo ich so einfach mich hinsetze und nichts sage eigentlich, nur damit ich die Schüler kennenlerne und so. Und dann saß ich da und dann, ich weiß noch ganz genau, da war so eine Englischlehrerin aus England, die nur Englisch reden konnte. So, und dann saß ich da und die stellt dann so eine Frage, so keine Ahnung, so 1x1, was ist das? Und gucken die so an. Denken so, ey, was hat die da für eine Sprache geredet? Und ich sitze da, ich sag so 1x1 ist 1. Und die guckt mich dann so an, die so, ey, der kann Englisch. Ich so, ja, so, ich kann Englisch, ich hatte hier Englisch. So. Ja. Und dann hat die nur noch mit mir geredet, weiß ich noch, ich sollte eigentlich gar nicht reden. So. An dem Tag habe ich nur mit mir geredet. Also das Niveau dort, was ich da hatte in Deutschland, das war, ich habe auch einfach, wenn ich ehrlich bin, aufgehört zu lernen dann. Gesamtschule halt, das hat Gesamtschule an sich. Komplett bis zum Abi habe ich dann aufgehört, ehrlich. Hatte ich auch keinen Bock mehr. Ich hatte einen Einserschnitt, aber. War hier die Hauptunterrichtssprache war hier Englisch? Hauptunterrichtssprache war Deutsch. Das ist Deutsch. Englisch hast du wirklich so Englisch geredet. Das war auch sehr gutes Niveau an Englisch. Dann gab es noch Arabisch für Anfänger, so Arabisch für nicht-Arabisch Sprechende. Das hatte ich am Anfang, weil ich halt nicht lesen und schreiben konnte. So, dann habe ich lesen und schreiben gelernt und das war halt, ich war so schnell. Was ich auch ehrlich sagen wollte, die Klassen waren sehr klein und die Lehrer haben sich darum gekümmert. Die haben gemerkt, ey, der macht so und so, der macht den Vorschritt, der macht den Rückschritt. So, wir müssen so und so machen oder halt dementsprechend. Und bei mir haben die gemerkt, ey, das bringt nichts. Der ist Arabisch für Anfänger. So, und der kommt einfach viel zu weit. So, du musst Arabisch für Muttersprachler gehen. Dann bin ich gewechselt. Arabisch für Muttersprachler und Islamunterricht hatte ich dann. Gut, sprechen konntest du ja wahrscheinlich eh. Sprechen konnte ich halt. Also nur lesen und schreiben nicht wahrscheinlich. Genau. Ja. Das war das halt, weil ich sprechen konnte. Ich konnte direkt so, okay, so heißt das beim Gespräch. Und so muss ich das dann einfach aufschreiben. Das war easy halt dann für mich. Interessant. Aber wie ich rausgehört habe, Deutschland war trotzdem die geilere Zeit als Kind. Ja? Muss ich ehrlich sagen. Also Deutschland, so allein Freunde treffen. Warst du da schon in Krefeld? Nee. 7. Klasse war ich in Krefeld. Okay. Also Grundschule war ich. Und dann ging es bergab. Ja, und dann ging es bergab. Ja, Krefeld halt, ne? Ne, aber ey, ganz ehrlich, ich weiß noch, da ist Krefeld, Eishockeymannschaft, die Krefelder Pinguine. Wo wir nach Krefeld gezogen sind, sind die Meister geworden, deutscher Meister. Das weiß ich noch. Das war das Jahr. Und das war eigentlich cool. Also Krefeld war cool. Okay. So dieses ganze, das war auch eine gute Erfahrung, so sage ich dir ganz ehrlich. Hier finde ich, also der Unterschied, den du hier hast, den du in Deutschland nicht hast, ist so, hier bist du mehr abgeschottet. So als Kind, du hast keinen Stress, so keine Probleme, keiner prügelt sich. Okay. So diesen, die wir halt in Deutschland haben. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, prügeln ist schön und so, aber so, man lernt daraus, ne? Man so eine Konfrontation zu haben, irgendwie mit jemandem, das lernst du in Deutschland. Das hast du hier nicht. Weil hier direkt, keine Ahnung, jemand beleidigt jemanden, dann direkt Polizei oder was auch immer. Ja, so, das gibt's halt in Deutschland nicht. In Deutschland ist das nicht so. Ja. So. Also das fand ich auch schön. Kinderzeit, also zur jugendlichen Zeit auch, fand ich schon in Deutschland angenehmer. Okay. Angenehmer. Aber halt, was du in Deutschland halt hast, das Negative ist halt, das wissen auch viele, die auch ausgewandert sind, ist halt die Leute, so wir sind halt als Flüchtlinge hingegangen. Ich habe Deutsch gelernt, besser als manche Deutsche. Ja. So, ne? Und dann sagen die immer, ja, aber woher kommst du? Ja, ich komme aus Krefeld. Ja, nee, aber ich meine ja eigentlich, wo kommen denn, ja, du hast doch schwarze Haare, so, ja, okay, so, aber habe ich mich nicht so, ich habe doch alles gegeben für dieses Land, so. Und dann am Endeffekt so stoßen die dich ab, egal was du machst.
Also so habe ich das Gefühl. So habe ich das auch empfunden so. Ich habe eine coole Story, nur ganz kurz, von einem Freund von mir, der Vater, der ist Türke, der Vater ist in Deutschland geboren, kann perfekt akzentfrei Deutsch. So, und dann haben die original zu ihm gesagt, so in der Schule, ja, schwarze Haare, da hinten. So, das war die 60er, 70er Jahre in Deutschland so, ne? Oder 80er, ich weiß jetzt nicht. So, und dann denkst du ja auch, ey, so, was habe ich denn falsch gemacht jetzt, dass ich so einfach wie der letzte Dreck behandelt werde. Und das haben die halt falsch gemacht. Ja, das ist in Deutschland aber auch immer so ein Ding, es kommt immer darauf an, wo du bist. Zum Beispiel in der Area, wo ich groß geworden bin, so die war nicht meine Klassenlehrerin auf einer Parallelklasse, war Perserin, gebürtige. So, mein Basketballtrainer einer davon war ihr Sohn, witzigerweise. Ah, okay, krass. So, bei uns waren fast nur Kennex. Ja. So, die Deutschen da waren eigentlich auch schon fast Italiener. So, Ja, okay. So, ne, also gab ein paar Russen, gab ein paar Italiener, ganz, ganz wenige Deutsche. So bei uns jetzt im Stadtkern in Saarbrücken. Ansonsten alles Syrer, Iraker, Palästinenser, Ägypter, wir hatten alles da. So, deswegen, also es kommt da auch immer drauf an, wo, in welcher Area du bist. Ich glaube auch, ja. Bei uns, es gab natürlich auch Schulen bei uns, ein Allmann neben dem anderen, ne, so, wie du sagst, wenn da dunkle Haare gab, das war es schon so. Ja, was machst du hier? So, ja, aber bei mir war halt auch, ich war in der Grundschule relativ langsam beim Lesen und Schreiben. Ja. Geile Noten gehabt, aber dann haben die auch gesagt, so, hey, Noten gehen für Gummi, aber lass ihn mal auf Gesamtschule schicken, weil die haben nicht so eine Pace. Ja. Schlimmste Entscheidung, die meine Uroma damals treffen konnte, dass sie mich aufs Gesamtschule geschickt hat. Ja. Ich weiß noch genau, 5. auf 6. Klasse, so Jahresabschluss. Ich so, ich hoffe, ich bleibe nicht sitzen. Dann macht irgendeiner zu mir, Digga, wir sind Gesamtschule, du kannst nicht sitzen bleiben. Leistung im Keller. Nee, ich hab nichts mehr gemacht, Alter. Krass. Ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich war so, oh scheiße, nächstes Jahr Hauptschulabschluss, ich muss irgendwas machen, dass ich noch überhaupt von der Schule komme. So, ja, komm, machen wir mal ein bisschen was. So mit Ach und Krach, mit Dreierschnitt rausgekommen und keine Ahnung was. Also deswegen, Gesamtschule war bei mir die schlimmste Entscheidung ever. Wo mein Sohn von der Grundschule weggehen wollte, haben sie das Gleiche gesagt. Ich habe zu seiner Mom gesagt, wir stecken den aufs Gummi. Selbst wenn er wirklich nicht mitkommt, nach einem Jahr können wir immer noch auf die Gesamtschule nehmen. Ja, eben. Aber ich will, dass der diesen Druck im Arsch hat. Ja. Vom Gymnasium, dass er weiß, dass er was machen muss. Ja. So, er hat auch auf dem Gummi abgeschlossen und so, also das ist eine richtige Entscheidung. Aber bei mir war das die schlimmste Entscheidung ever und deswegen, also ja, jetzt nicht zu sagen, dass alle Gesamtschulen scheiße sind, aber bei mir war halt echt, ich war auf Problemschulen in Problemvierteln. Ja. So damals, also bei mir war genau umgekehrt wie bei dir. So, ich war immer so der einzige Deutsche. So. Das Gute ist, so, ich habe wenigstens noch dunkle Haare, so, ich wurde nicht so dumm angeguckt, weißt du? Ja. Aber da manchmal Leute mich auf Türkisch angesprochen, ich so, Digga, was ist, Alter? I don't know, ich weiß nicht, was du von mir willst. Nee, ich muss sagen, bei uns in der Schule, das war so, auch sehr viele Kanaken oder halt Deutsche, die mehr Kanaken sind, so aber... So die Vorahnen der Talerhunds. Ja, genau, eigentlich schon. Oh, shit. Eigentlich, wir haben Talerhon erfunden. Geil. So Kevin Schulz, Amanakoim. Ey, ja, aber ehrlich. Geil. Ja, ehrlich. Wir haben, ich weiß noch, da sind so Sachen bei uns in der Schule, ne? Kennst du Schweinehaufen? Schweinehaufen? Ist nicht, wenn einer unten liegt und alle und dann alle drauf und so. Ja, haben wir einfach jede Pause gemacht, ne? Wir haben es anders genannt, aber ich weiß nicht mehr wie, aber ja, ich kenne das. Schweinehaufen, da haben wir dann gab es so Stühle, die geflogen sind vom Fenster und so. Oder Türkei-Flagge, einfach wo die Türkei-Europameisterschaft 2000 noch was war das, wo die weit gekommen sind. Ey, das war aber lustige Zeit. Was meine ich damit? Das war schon eine lustige Zeit. Hier hatte ich so, hier war so sauber, hier war nix. Und da war so einmal, irgendjemand hat, man konnte fast durch seinen Hosenstall sehen und so. Das war das Krasseste, was jemals passieren ist. So, das war so The Talk, so. Ich denke mir so, Alter, so. Direkt ausgewiesen. So, ehrlich, so, was ist das? Aber ich finde es auch nicht schlimm, so. Ich finde nur hier halt Leute, also Kinder, sage ich auch jetzt meinen Verwandten, die Kinder haben, so, die müssen schon irgendwie mal ein bisschen Scheiße fressen, so. Die müssen irgendwas mal sehen. Da habe ich auch schon eine Diskussion gehabt mit einer Freundin von mir, Palästinenserin, komplett hier geboren, aufgewachsen, wo ich auch schon oft gesagt habe, ich so, ey, ihr habt gar keine Ahnung, was in Europa eigentlich geht, ne? Wie das da in manchen Areas ist. Die waren letzten Sommer in Paris in Urlaub und die dann so, ja, ey, war voll schön. Ich so, yeah und no. So macht die so, ja, wir haben es vorher schon belesen. Und dann erzähle ich dir irgendwelche Storys. So, Saarbrücken ist ja genau so ein wir betteln uns ja immer, was Beschissenes ist, Saarbrücken oder Krefeld.
So, dann erzähle ich der so, ey, bei uns wohnen weniger Leute wie in JVC gefühlt. Ja. Und wir haben jede Woche 3 Messerstechereien, eine Schießerei, irgendeiner wird umgebracht. Ja. Hier und das, dies und das, dort und dort, da. Dann guckt die mich an, macht die so, das kann doch nicht sein. Ja. Ich so, doch, genau das ist es aber. Genau. So, und bei ihr ist was anderes. Ich finde, bei Mädels ist noch was anderes. So, die müssen den Shit nicht mitkriegen. Ja, genau. Aber so bei Kerlen denke ich mir manchmal, wie du sagst, so, eigentlich müsstet ihr schon mal, ihr müsst nicht in Scheiße gehen, ihr müsst auch keine Schlägereien haben oder irgendwelche Scheiße machen, aber ihr müsst zumindest mal diese Awareness entwickeln. So, hey, so da und da kann jetzt was passieren oder so, da sind komische Leute und das ist dies und das. Weil hier selbst die Leute, die rumrennen wie die krankesten Gangster, selbst wenn es Gangster sind, hier benehmen die sich. Ja, genau. So, hier benehmen die sich, haben, wahrscheinlich Millionen mit irgendwelchen Scams gemacht oder keine Ahnung was. Ja. Hier benimmt sich eigentlich jeder. Ja, genau, das ist das. So, hier passiert nichts. Aber in Deutschland kann das halt mal ganz schnell passieren, so aus, ne, so ein bisschen Spaß und dann ist da kein Spaß mehr. Also ich finde, das sind auch Vorsichtsmaßnahmen, ganz ehrlich. Ich war in Amerika auch viel, so, ich war in Miami, ich war in Los Angeles, in New York, so, wenn da irgendwie eine so gefährliche Situation ist, ich merke das doch. So, weißt du, so dann, okay, dann, ich habe nichts damit zu tun, das ist eine gefährliche Situation, ich gehe lieber woanders hin. Klar. Weil ich weiß, da kann doch jetzt was passieren, so. So, ganz einfach, auch in Kanada, wo ich in Kanada war, das war auch lustig, so, ich war das allererste Mal in Kanada, allererste Mal alleine. Das war nur so Sprachkurs, habe ich da gemacht. Okay. Da war ich 18, 19, so 19, glaube ich. 19? Ja, 19, ne? Da bin ich hingegangen und dann das war so allererste Mal, damals gab es keinen so, ich habe Internet überall, hier WhatsApp, ich meine Waze, was auch immer, so Maps benutzen. So, ich musste erstmal gucken, so wie ich in die Stadt komme, weil ich bin gerade gelandet, ich will die Stadt sehen und so, Toronto, voll geil. So, dann habe ich erstmal so, im Motel war ich war im Motel, habe so geguckt erstmal so, wie komme ich jetzt in die Stadt, dann bin ich so mit Zug, 3 Zügen, bin ich hingefahren, dann gehe ich so, ich habe so mies Hunger, ne? Ich gehe zu Burger King, dann sitze ich so, ich habe meinen Burger am Essen und neben mir ist so eine Frau mit ihrem Kind. Und dann sehe ich halt so, von der Tür sind da so ein Typ mit seiner Freundin und so ein anderer Typ kommt denen entgegen. Und der eine knallt dem anderen so an der Schulter an Schulter. Und dann sagen die bla 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 bla, irgendwas, konntest du ja nicht hören. Und dann der andere Typ direkt holt Handy raus, macht so. Die Frau neben mir, die so, ja, zu ihrem Sohn, ja komm, iss mal jetzt zu Ende, steh mal auf, ich will noch in einer Schießerei dabei sein. Und ich so, mein Burger so schnell gegessen, ich so, okay, ich will auch nicht dabei sein. Direkt. Reingestopft, weggerannt. Aber direkt, ich denke mir so, scheiße, was passiert hier? Ja. Aber man ist so vorsichtiger, man achtet ja, ich hab's ja auch gesehen, dass da irgendwie ein Stress ist und so. Ich habe gedacht, die prügeln sich jetzt so, das wäre in Deutschland so, die hätten nicht geprügelt. Ja. Mittlerweile in Deutschland nicht mehr so, dann kommt direkt Messer raus, aber so. Kommen wir schneller zum Ende. Ha. Ja, leider, ja. Leider. Nee, aber das ist genau das, was ich meine. So, diese Awareness fehlt halt vielen Leuten hier, wenn die halt nur hier aufgewachsen sind. Genau. Das Krasse ist halt, viele Leute, die halt hier sind, muss man halt auch sagen, die sind trotzdem irgendwann Highschool, College oder so, waren die in den USA oder waren in Europa. So, deswegen so vielen von den Jungs, die haben dann trotzdem irgendwann diese Awareness bekommen, weil die halt mal ein paar Jahre im Ausland waren. Aber das meine ich ja auch, die müssen dann raus. Genau. Aber wenn du das nicht machen würdest und würdest nur hier in dieser Bubble leben, genau. Du hast ja gar keine Ahnung. Alter. Ja. Das ist ja lebensgefährlich eigentlich, wenn die dann mal in Urlaub fahren. Wenn die woanders sind. Außer die haben Bodyguards und so. Aber so, wenn die woanders sind, dann. Gut, jetzt die richtig krassen Jungs. Ne? So, aber so die normalen Jungs oder normaleren, für die kann es halt echt komisch werden dann woanders. Das stimmt schon. Was war so the best place to live? Kanada, Deutschland oder hier? Also aktuell, oder also zur jetzigen Zeit auf jeden Fall hier. Also die Sicherheit, die du hier hast, die hast du nirgendwo auf der Welt. Also egal, ob du in Deutschland, Kanada, Amerika, Europa, irgendwo bist, so, es kann immer mal was passieren. So hier, so ist sehr begrenzt, dass da was passiert. Dann kann ein Unfall passieren vielleicht so, aber jetzt nicht so, dass du abgestochen wirst, weil du normal rumläufst, so, ganz einfach so, weil einer keinen Bock auf dich hat und dich einfach absticht. Also ich muss ehrlich sagen, hier, so Kanada war sehr schön, sehr, sehr schön, sehr kalt. So, ich finde es sehr teuer, extrem teuer. Echt teurer wie hier? Teurer als hier. Ich finde hier auch, muss man auch also so wirklich ehrlich sagen, hier ist das ja nicht so krass teuer, je nachdem, wie dein Lifestyle ist. So, wenn du halt einen teuren Lifestyle hast, dann ist es hier halt auch teuer. So, aber wenn du normal lebst, kannst du mit Deutschland vergleichen oder halt sogar weniger manchmal, ne? Also hier gibt es Essen für 5 Euro, wo du komplett satt bist. Das stimmt. So, oder du gehst halt für 500 Euro irgendwo was essen. Ich schraube nach oben ist unendlich. Genau, das ist das. Aber so aktuell für mich gibt es kein besseres Land oder keinen besseren Ort. So.
Also Dubai oder das Land auch generell. Also man darf jetzt nicht nur Dubai sagen, auch keine Ahnung, Abu Dhabi ist auch sehr schön. Abu Dhabi habe ich auch eine Zeit lang gewohnt. So sehr, sehr, sehr schön. Abu Dhabi finde ich so langweilig. Wenn du halt Bock hast auf diesen Big City Lifestyle, lalala. Abu Dhabi ist schon mehr Familie. Ja, genau. Mehr Familie. So, wenn du Mehr Familie gechillt. hast und da lebst, dann ist Abu Dhabi schon chillig. Aber ja, wir sind halt so, ne? Es ist so, Dubai ist für uns mehr so. Mehr Lifestyle, mehr raus, mehr Shisha-Bars. So. Das ist das. Das ist halt echt so. In Abu Dhabi gibt es aber mehr Alkohol. Ist das so? Kriegst du fast überall Alkohol. In jeder Mall in jeder Sportsbar haben sie Sprit. Echt? Ja, Das wusste ich nicht. Also nicht ich glaube nicht in jedem Restaurant, aber in Malls ganz normal, so was du hier niemals kriegen Krass, das würdest. wusste ich nicht. Das wusste ich echt nicht. Ja. Krass. Ich habe schon mal in Abu Dhabi in einer Mall in irgendeiner Sportsbar aufgelegt. Mach Kollege, ich bestelle mir jetzt dies und das. Ich so, gibt's Wie das geht das? hier? So, was? Ja. Und die hatten alles. So. Krass. Ja. Deswegen gehe ich davon aus, dass in Abu Dhabi gibt es ja auch allgemein, ich glaube, in Supermärkten teilweise Alkohol. Sicher. Nee. Ganz sicher. Relativ sicher, ja. Okay. Ganz schnell. So, nochmal gucken. Ja. Du weißt doch bestimmt. Nee, soll's nicht. Aber Du bist doch Kameramann. Ja, geil. Und unabhängig von jetzt, dass das hier der geilste Ort ist, wo hattest du am meisten Spaß? College-Zeit Toronto. Ja, war schon cool. Toronto war cool. Ich habe ja auch gearbeitet nebenbei in Toronto. Okay. Das war sehr, sehr cool, weil da hast du immer neue Leute kennengelernt. Die Firma, wo ich war, das war so eine amerikanische Firma, war richtig cool. So, die haben jede Woche oder jede zweite Woche oder so, sind wir dann mit allen rausgegangen und so. Das war cool. Generell, die Kanadier sind eher offen. So, das war halt das Geile. So, ich bin von Deutschland nach Kanada gegangen und Kanada so, ey, da ist einmal hatte ich irgendeine Jacke an oder so oder Schuhe, was weiß ich, so. Bin ich in der Mall am Laufen, kam so ein Typ, ey, coole Schuhe oder coole Jacke. Ja. Ich so, okay, und was willst du jetzt von mir? So, und der so, ja, ciao. Direkt so. Ja, der so, ja, ciao, das war's. Das war so einfach ein normales Kompliment, so. Das war, Ja. der wollte das mal sagen, so. Ja. Die sind offener da, was das angeht, herzlicher auch. Und da habe ich aber auch, ich war in New York und da habe ich das ausprobiert mit, da hat mir so eine Verkäuferin hat mir so eine Frage gestellt, die meinte so, ja, woher kommst du? Ich so, Toronto? Die so, cool, ich wollte auch mal nach Toronto, bla bla bla. Die hat null gefragt, ja, aber guck mal, wie du aussiehst, du kommst nicht aus Toronto, so. Die hat einfach gesagt, ja, okay, der hat gesagt Toronto, dann kommt er auch aus Toronto, so. Ja. Und das fand ich so geil, so. Das habe ich in Deutschland nie erlebt. Nie. Oder ich glaube, bei den Amis oder Nordamerika allgemein sind ja auch sau viel Immigrants. Weißt du so, für die ist das normal, dass du, keine Ahnung, eventuell auch schon 4., 5. Generation dort bist und egal woher kommst, das interessiert die halt einfach nicht. Weil jeder sieht irgendwie anders aus und jeder ist was für sich was. Das ist das, was eigentlich Deutschland lernen muss, weil Deutschland ist auch so. Mittlerweile, Es ist ein Melting Pot, was so geworben wird in Amerika. Es ist Deutschland. Deutschland ist so. Aber trotzdem, die wollen das nicht akzeptieren. Die denken immer noch so, die Gastarbeiter gehen nach Hause. Was wird zu Hause, wenn in Deutschland das zu Hause ist? So. Das ist halt Schwachsinn so. Aber die Deutschen wollen es halt nicht akzeptieren, finde ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch eine falsche Meinung. Nee, das stimmt schon. Also ich meine, Deutschland wird ja aufgebaut von Gastarbeitern. Jetzt egal, wo die her sind. Italien, Türkei, was auch immer. Spanien, ja. Spanien, Syrien, wherever. So, Genau. es gibt ja schon, die sind ja alle schon, keine Ahnung, wie viele Generationen im Land. Können besser Deutsch, haben mehr Geld wie die Deutschen, weißt du, so machen da ihr Ding, unterstützen die Wirtschaft, was ich, das ist. Ich gebe immer so ein Beispiel, die Deutschen waren sich damals zu fein. So, da kommt halt, ich gebe halt ein Türke so, kommt ein Türke und sagt so, ey, Müll sammeln, so, das mache ich jetzt. So, dann hat er irgendwie Müll gesammelt, hat er gesagt, ey, da kann man ja eine geile Firma draus machen. Ich mache eine, wie nennt man das, so eine Müllsammlerfirma, so. Recycling Company, was auch immer so, macht Millionen damit und dann sagen die, ja, guck mal, der nimmt uns die Arbeitsplätze weg. Dann denke ich so, ey, wart euch zu fein, den Müll aufzusammeln. Ja. So, dadurch hat er eine Firma gegründet und macht jetzt die Millionen so. Aber jetzt sagen die, ja, nee, die nehmen uns unsere Jobs weg. Bitte. Aber das ist halt das Problem vom Großteil von Deutschen oder Leute in Deutschland, ist scheißegal, wo die her sind. Die sind alle so. Die sind alle getrimmt, was in der Schule eingetrichtert bekommen. Und das ist das wahre Wort. So, außen gucken, hatten wir gerade letztens in einem anderen Podcast-Gespräch, so, du erzählst 4 Leuten am Tisch eine geile Idee, 7 wollen es dir ausreden. Ja. Weil die 3 am Nachbartisch auch noch mitkriegen. Und dann so, hey, willst nicht lieber, geh doch zur Mercedes-Arbeit, mach doch dies, mach doch das, mach das doch nebenbei, kannst du mal gucken, kannst du mal dies, kannst du mal links, kannst du mal rechts. So, nee, Alter, halt einfach das Maul, lass mich doch einfach machen. Und hier bekommst du halt, ich kann mir vorstellen, dass in Kanada eventuell ähnlich ist,
Aber hier ist halt ganz krass, weil hier sind halt ganz viele Unternehmer unterwegs oder auch wenn es noch keine Unternehmer sind, die planen, Unternehmer zu werden. Genau. Hier bekommst du viel konstruktiven Input und Ideen, an die du vielleicht nicht gedacht hast. Hier hast du selten mal, eigentlich nie, jemand, der dir versucht, irgendwas auszureden. Ja. So, das ist Ich finde, hier hast du auch, sogar er fühlt sich so doof, blöd gesagt, so doof, dass du es nicht machst, anstatt so, dass du es machst. Ja. In Deutschland ist es so, du kannst du kannst die Milliarden, du kannst ins nächste Facebook machen. Ja. So, du sagst, ey, ich habe voll die geile Idee, dann sagt er so, ey, aber mach das nicht. Mach so nicht. Nee, aber guck mal, da werden keine Leute kommen. Die haben doch keinen Bock, da gibt's doch das, da gibt's doch die. Ja. Zu jedem Problem gibt es eine Lösung, aber zu jeder Lösung gibt es auch ein Problem. So, und das ist halt in Deutschland so. Zu jeder Lösung gibt es ein Problem. Deutschland ist so, wenn du anfängst, was zu machen, dann so, und wie läuft's? Mit dem Hintergedanken so, hey, ja, die wollen hören, dass irgendwas scheiße läuft. Ja. Und so, ja, habe ich dir doch gesagt. Genau das. Und hier ist so, und wie läuft's? Wir sind gerade in der Stage. Digga, mach mal. Ja. Gib mal Gas. So, Ja. du hast mir das vor 5 Wochen erzählt. So, Genau. Warum ist noch kein Progress? Genau, da wirst du eher in den Arsch getreten, dass damit du es weitermachst. So. Genau. Nicht, dass du es überhaupt machst. Ja. Das stimmt schon. Ja, in Kanada ist auch so, aber mittlerweile, was sich halt verändert hat, ich habe ja auch Verwandte in Kanada, so, Kanada ist halt das zweitgrößte Land der Welt, ne? Nur die Bevölkerung ist halt wirklich beschränkt. Es ist halt Ontario, du hast British Columbia, so Vancouver und da die Ecke, und dann hast du halt die französische Ecke, die Quebec, so als Staat. Und da sind halt die ganzen Leute. Und das Problem ist, wenn du Negativität dahin bringst, dann werden die Leute mittlerweile, also das letzte Mal, wo ich da war, ist auch mittlerweile so, die Leute haben ziehende Fresse, so, die gucken schon so, das wird schon langsam schlimmer so. Okay. Weil die Leute halt nicht das ganze Land nutzen. Du kannst ja auch nirgendwo anders leben. Die leben dann so und alle, die dann auswandern, leben dann so, die bringen dann halt die negative Ideen so mit sich. Die Scheiße mit sich, ja. Die Scheiße mit sich halt. Und in Amerika ist aber nicht so. In Amerika, je nachdem, wo du bist, ist es viel offener. Aber wie du sagst, je nachdem, wo du bist. So, ich Genau. kann mir vorstellen, dass es in Staaten auch Ecken gibt, die auch ja, klar. nicht so geil sind. Das sind halt Menschen. Überall hast du irgendwie was Positives, was Negatives. Ja. So. Aber hier, wie gesagt, also die Dichte an Menschen, die halt gutes Mindset haben, ist halt sehr groß. Also ich vergleiche das immer mit New York vor 20 Jahren irgendwie. So, das ist halt Dubai so. Du hast Möglichkeiten. So Goldgräberstimmung, jeder will hin, jeder will was machen, jeder will Gas geben. Genau, natürlich ist auch sehr viel schon benutzt und sehr viele Ideen sind schon da und was auch immer, aber immer noch Möglichkeiten, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja. Es ist nicht ausgeschöpft. Opportunities sind überall. Ich habe letztens so ein geiles Video gesehen, was war von irgendeinem so Business-Guru, da hat er gesagt, so, ey, wenn mir irgendjemand erzählt, der Markt oder die Nische, in der man was machen will, ist übersättigt, da hat er irgendein so Beispiel genannt. Ich habe den Namen vergessen. Aber es gibt irgendeine Firma, die hat anscheinend letztes Jahr oder vor 2 Jahren gelauncht, verkaufen einfach Wasser. Ich weiß. So Wasser, ja. hat er gesagt. Ich habe es, glaube ich, auch gesehen. Ja, hat er gesagt, so, ey, wenn jemand mit Wasser in 2024 eine neue Company aufmachen kann und ist ein Jahr später, 2 Jahre später Millionen schwer, hunderte Millionen schwer, so dann ist kein Markt übersättigt. So, genau, du kannst in allem irgendwas machen, du kannst irgendwas verbessern, du musst Rad nicht neu erfinden, du musst einfach nur deine eigene Nische finden und vielleicht auch deinen eigenen Twist für verschiedene Sachen finden, damit du halt dann deine Kundschaft erreichst. Vor allem das Wasser, was die verkaufen, ist wirklich stinknormales Wasser. Es gibt ja dieses Liquid Death, der hat ja eine neuere Idee sozusagen gehabt mit Dosenwasser so. Ja. Aber das ist stinknormales Wasser. Ganz normale Plastikflaschen, irgendwie geiler gemacht, so mit coolem Design, aber das war's. So, ich glaube noch nicht mal irgendeinen Geschmack oder so, gar nichts. Nee, ganz normales Wasser. Einfach nur, ich muss die Marke mal raussuchen, ey. Mir fällt es echt nicht mehr ein. Krass. Ja. Was machst du hier eigentlich in Dubai? Nee. Hartz IV. Der einzige Bürgergeldempfänger in Dubai. Ja, Mann. Okay, ich frage jetzt nicht weiter. Nee. Scheiße, jetzt eine halbe Stunde vom Podcast weg, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sonst noch fragen soll. War es für dich komisch, als du nochmal hergekommen bist nach Dubai und auf einmal war der Burj halb gebaut, war da, wo Wüste ist, wo du und dein Vater noch vorher gelacht haben, so, ey, was machen die da für einen Shit? Ja. Wie ist das für dich jetzt, wenn du es vorher kennst, wo Deira City Center eigentlich so ist Mekka der Emirate war? Ja, es ist sehr krass. Sehr krass, vor allem wie schnell und also es ist mittlerweile nicht mehr so von damals zu heute, sondern wenn ich einen Monat weg bin und dann wiederkomme und denke mir, ey, die haben 3 Brücken gebaut, ich war nur einen Monat weg. Ja. So, wie geht das? Das ist geisteskrank. Wie schnell und wie effizient die arbeiten. Und vor allem Effizienz in dem Sinne so, es ist schon so, boah, nee, die Strecke, keine Ahnung, nach
Barscha, fuckt mich ab, weil das 30 Minuten lang dauert. Ja. Ein Monat später, ja, wir haben hier eine neue Brücke gebaut, das dauert jetzt nur noch 15 Minuten. Ja. Denke ich mir so, ey, hören die mir zu? Was passiert hier gerade so? Wirklich original. Die haben letztens in Business Bay, haben die eine neue Brücke gebaut. Oder, ja, ich glaube Business Bay, irgendwie da, die Ecke. Das ist einfach viel, viel besser. Da, wo ich mich immer abgefuckt habe, weil da immer Stau ist, es gibt keinen Stau mehr. Ah, nee, genau, stimmt, gar keine neue Brücke. Die haben eine Linie durchgezogen bei Meydan, bei dieser Meydan Street, wo du nach Masaya Drive fährst, nach rechts. Ja. Da haben die eine Linie gezogen, das ist für die Rechtsabbieger, dass man nur rechts abbiegt, dass du da langfahren kannst, weil die anderen ja nach links fahren und da entsteht der Stau. Und die haben es immer last minute. Genau, dann ziehen die so von ganz rechts nach links. Ja. Jetzt haben die eine durchgestrichene Linie, so, da kannst du da nicht rechts, weil du kriegst halt auch die Strafe. Und ich muss immer nach rechts und dann bleibe ich halt auf der Spur. Und ein bisschen weiter auf der Al-Khail haben sie aber auch diesen Overpass gebaut. Genau, Richtung Hester Street und Dubai Hills und so. Ich weiß, geisteskrank. Wahnsinn. Also ich fand es damals schon sehr krass, dass das alles gebaut wurde. Ja. Aber je mehr, so, wenn du nur ein paar Tage hier was verpasst, dann merkst du so, wie krass die eigentlich sind. So. Ja, auf jeden Fall. Und man merkt das halt nicht so krass wie in Deutschland. Ich finde in Deutschland, wenn ich nach Deutschland gehe, so, abgesehen davon, dass die Baustellen 15 Jahre dauern, so pro Straße irgendwie, so in Deutschland merkst du diesen Bau, diesen Stau, dass du da die ganze Zeit warten musst und da ist nichts passiert. Hier merkst du das nicht mal so. Ja, du merkst schon, aber nicht so krass. Hier vergeht es ja doch relativ schnell. So, die sind dann auch so krass, die bauen dann einfach 2 Spuren rechts nebendran in den Sand. Ja. So, dass du halt eigentlich nur merkst, dass halt der Verkehr ein bisschen runterstockt. Ja. Aber die Anzahl der Spuren bleibt meistens gleich. Und dann knallt die einen Shit drauf und dann auf einmal ist eine Brücke und du musst ganz anders fahren und whatever. Das ist schon richtig wild hier. Ja, ist schon geil. Das ist schon geil. Also das gibt's auch nirgendwo. Also ich habe es noch nirgendwo auf der Welt gesehen, dass das so ist. Nirgendwo wirklich. Nee, also ich auch nicht. Aber gut, ich finde in England, da bauen sie auch noch schnell. Ist das so? Ja, also in England war ich schon, aber ich weiß nicht, wie es jetzt momentan ist, aber vor Jahren schon, da waren wir zwischen den Weihnachts- und Silvesterfeiertagen, glaube ich, waren wir Autos holen in London. Ja. Und auf dem Ring rund um London haben die mitten in der Nacht um 2 Uhr eine Baustelle gehabt. Ach echt? Ja, wo ich mir gedacht habe, so Alter, wie krass ist das? So, die bauen einfach rund um die Uhr, bam, 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 damit der Scheiß so schnell wie möglich fertig ist. Das wusste ich, das so, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber so vor 15 Jahren oder so. Vor allem Materialkosten und Arbeiterkosten und so. Ja, aber hier ist ja dasselbe Shit, so, die ziehen einfach durch. Da wird 24 Stunden durchgezogen. In Deutschland brauchen sie erstmal 5 Tage, um die Absperrung zu machen, dann brauchen sie nochmal 12 Tage, um überhaupt hinzukommen. Und dann muss nochmal einer vermessen und dann merken sie haben Scheiße gebaut, dann müssen sie wahrscheinlich die Genehmigung ändern und ehe dich versehen hast, ist Weihnachten 4 Jahre später und du bist immer noch am Kotzen. Wie geht's eigentlich diesem Berliner Flughafen? Gibt's den noch? Der ist mittlerweile in Betrieb, oder? Ja, ne? Ja, echt jetzt? Ja. Ist der offen? Weiß ich nicht. Der ist offen, ja. Krass. Der ist mittlerweile offen. Nach 10 Jahren. Ja, wir hatten damals eine Brücke, also Richtung Köln. Ja. So von Düsseldorf-Krefeld aus. War das die A2 oder die A5 oder was? Die A57. A57, da war eine Brücke. Bro, da gibt es eine Brücke, die ist glaube ich, immer noch gesperrt. Und die war noch gesperrt, wo ich noch keinen Führerschein hatte. Bei der A2? I don't know, irgendwo dort im Ruhrpott. Das ist bei mir auch, ich hatte auch keinen Führerschein. So, dann habe ich den Führerschein gemacht, dann bin ich 5 Jahre gefahren und dann ist die sollte fertig werden, bevor ich den Führerschein bekomme. So, ich habe den Führerschein gemacht, ich bin noch 5 Jahre gefahren und dann ist die fertig geworden. Deutschland ist so lächerlich. Ey, das war echt das Krasseste, was ich gesehen habe. Deutschland ist einfach so lächerlich. Leider. Also ich sag dir ganz ehrlich, also es macht schon eigentlich so, was heißt traurig? Traurig jetzt nicht unbedingt so, aber das... Ein bisschen macht es einen schon traurig, weil wenn du überlegst, wo Deutschland sein könnte und was die irgendwann mal für Potenzial hatten. Ja. Und es wird aber einfach zu Tode gewirtschaftet und zu Tode, mir fällt das Wort nicht ein, bürokratisiert. Ja, doch. Passt. Whatever. Ich glaube auch sowas. Ja, man ist halt in dem Sinne so da aufgewachsen, es ist Heimat so und dann so siehst du so, wie deine Heimat kaputt geht. So, und dann denkst du auch, ey, und vor allem wie. So sinnlosen Sachen, wirklich sinnlose Sachen. So, dass die Politiker, was die da abziehen, so will ich gar nicht reingehen. Nee, so. brauchen wir gar nicht. Nee. Das ist, also ehrlich. Fass ohne Boden auf jeden Fall. Ja. Gibt es für dich einen anderen Ort, wo du vielleicht dir vorstellen könntest zu leben? Also aktuell nicht. So, ich mir so, jetzt auch kein Lebensmittelpunkt wird auf jeden Fall hier so für immer sein, so. Was ich cool fand, ich war letztens im Irak, so das allererste Mal seitdem ich 14 Tage alt war. Ja. So, sehr, sehr cool dort.
Wirklich, so, was da wird gemacht. Warst du nur in Bagdad oder? Ich war nur in Bagdad. Okay. Ja, ich war nur in Bagdad. Sehr, sehr cool. Die bauen da sehr viel. Es ist auch sehr viele Möglichkeiten, die da sind. Okay. So, und das, also ich sage es jetzt nicht, weil ich Iraker bin, das sage ich immer wieder so. Ich kannte Iraker jetzt auch nicht, so die irakische Bevölkerung. Aber wirklich, die irakische Bevölkerung ist mit das Herzlichste, was ich jemals gesehen habe. Also die sagen dir so, du gehst irgendwo etwas essen, der sagt dir, ja, er geht auf mich. Kennst du dieses so Araber, ja, er geht auf mich, geht aber nicht auf ihn. Dann aber er meint es ernst. Also er meint es dann ernst so. Ja. Ich habe auch so Videos gesehen von so TikTokern, deutsche TikTokern, wo die gesagt haben, ey, ihr zahlt das Essen nicht. Dann hat er halt bezahlt, hat er das Geld wieder zurückgenommen, hat ihm das wieder zurückgegeben, hat gesagt, nee, du zahlst heute nicht. Okay. So, das war so ernst gemeint. Er meinte, nee, ihr zahlt, aber die machen es aus Herzen. Ja. Und da gibt es nicht dieses, boah, ey, versucht er mich gerade zu verarschen, der Taxifahrer, oder so, es geht ab. Der braucht das nicht. Er ist sich zu stolz, um Leute für 1, 2, 4 Euro zu verarschen. Okay. So, er denkt sich, nein, ich verarsche keinen. So, wofür? So, und dafür, wie das Land gelitten ist und was die alles erlebt haben, so, finde ich das schon sehr krass. Ich würde da auch nicht leben jetzt unbedingt so, aber wenn da irgendwas ist und ich könnte da mir schon vorstellen, so 3, 4, 5, 6, 7 Monate da zu sein, so. Okay. Wäre jetzt nicht das Schlimmste. Also wenn sich irgendwas ergibt, businessmäßig, kann man da mal eine Zeit lang verbringen. Wenn ich da sein muss, so wäre gar kein Problem, vor allem, weil es 2 Stunden von hier ist. Ja, klar. So. Also da schon, ein anderes Land eher nicht. Urlaub sehr gerne in Amerika, keine Ahnung, ich würde gerne Asien, Japan oder so machen. So, das ist aber halt Urlaub, ne? Ich würde da selber jetzt komplett da wohnen. Sehr, sehr schwer. Ist in Japan auch, glaube ich, sehr schwer, wenn die Sprache nicht kannst. Die sind da schon ein bisschen komisch. Ja. Was man so mitkriegt. Kann sein, ja. Warum lachst du? Ja, aber ist bei mir genauso. Lebensmittelpunkt kann ich momentan nichts anderes vorstellen, außer hier. Aber das mit Bagdad ist sehr interessant. Ich habe oft Diskussionen mit Kollegen gehabt, weil der auch durch Bagdad fahren wollte mit dem Auto nach Deutschland. Ja. Und du warst immer noch derjenige, wo zu mir gesagt hat, nein, mach das nicht, alles, kannst du nicht, ja. Viel zu gefährlich. Also ist halt Bombenstimmung, aber so sonst? Das passt doch aber jetzt nicht zu dem, was du gesagt hast. Alter. Nein, das ist so Spaß. Ist aber, ja, also jetzt mittlerweile ja. Also 2016 war es halt sehr krass. 2016. Warst du 16 dort? Oder? Nee, ich war ja noch nie so Dings, aber also stimmt, war es ja das erste Mal da. Ich wäre gestorben, ganz ehrlich, das sage ich dir ganz ehrlich. Also hast du eine Verwandtschaft dort? Ja. Okay. 2016 war so wirklich, also mein Onkel hat mir das auch schon erzählt, so dass du da so Autos gesehen hast, wo so Leichen, wo das Blut runter, ich weiß nicht, ob das jetzt Dings zensiert wird, aber so, weißt du, was ich meine? So wirklich so Blut runtergetropft ist. Also die einfach im Auto noch gelegen haben und so, ja, einfach erschossen wurden, so einfach so, ne? Das war dieses Bürgerkrieg-mäßige, so wo einfach ich hatte einen Taxifahrer, aber jetzt wo ich da war, der hat mir erzählt, seine Frau war mit deren Sohn unterwegs, deren Sohn war halt auch ein Jugendlicher, so, und dann kam halt ein Typ und hat ihn in den Kopf geschossen. Hat zu der Frau gesagt, ey, so hau mal ab, du hast Glück. Kranke Scheiße. So, dann haben die halt nicht umgebracht, aber so halt den Sohn vor ihren Augen. Jetzt verstehe ich aber auch, warum du uns immer davon abgeraten hast, dass wir durchfahren sollen. Ja, so, das war, vor allem das war unnötig. So, das war nicht natürlich, dieses, das war nicht dieses, ey, du hast irgendwas gemacht, so, okay, du kriegst jetzt einen Schuss oder so. Einfach so. Du läufst da, bam, dann bist du tot. So. Ja. Das ist wild. Aber gut, dass da jetzt nicht mehr so ist, auf jeden Fall. Nee, Sicherheit ist jetzt gegeben, auf jeden Fall. Okay. Sicherheit ist gegeben. Du hast halt sehr viele Militärstützpunkte, sehr viele Leute. Checkpoints wahrscheinlich. Checkpoints, auch. Genau, sehr, sehr viele. Ja, aber die Bevölkerung hat sich auch geändert. Die Regierung hat sich geändert. So. Also ist viel, viel besser geworden. Was können wir noch bequatschen? Libyen. Ja, genau. Libyen kann ich dir was dazu erzählen. Libyen bin ich auch zur Schule gegangen. So Libyen, wir hatten keine Bananen. Das war sehr, sehr krass, weil ein Freund von meinem Vater, der hat, ich habe den immer den Bananenmann genannt, weil der hat uns, ich weiß, keine Ahnung, wie alt war ich, 4, 5, so, und da hat er uns Bananen ab und zu mal besorgt, so jeden Monat vielleicht einmal oder so. Das war Chiquita Banana, ne, das war das Geilste überhaupt, weil es gab keine Bananen. Ja, klar. Es gab keine Bananen und in Libyen war so ab und zu einfach mal Strom weg, so kein Wasser, so, ja. Und wie dann, oft? Ja, sehr, sehr oft und nicht so einmal kurz und dann wieder da, sondern da ging es halt manchmal über einen Tag, 2 Tage, 3 Tage, je nachdem. Okay. Das weiß ich noch. Da bin ich halt zur Schule gegangen, was ich sagen wollte. Wurde ich da eingeschult, Grundschule anscheinend. Und da hatte ich hatte so einen Freund, ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Und dann hat der
so ein Papierflugzeug mal gemacht und da ist die Lehrerin weggegangen. Und das Papierflugzeug hat die geschmissen. Okay. Und dann kam die wieder, hat das gesehen, hat gesagt, ey, wer war das? Keiner hat gesnitcht, so, keiner hat was gesagt. Ja. Dann hat die gesagt, ja, alle aufstellen, alle so mit den Händen, genau so, dieses Ding. Ja. Und dann bam, an jeden, das weiß ich noch ganz genau. Mit dem Lineal. Mit dem Lineal. Jeder einzelne. Das war halt so war die Bildungsmethode da. Und das war Grundschule, ehrlich. Das war so, ABC müssen wir erstmal lernen, bevor du jemanden schlägst. So. Nee, Ja. die machen es umgekehrt. Ja, die haben erstmal geschlagen, danach. Ja, das war lustig. Du hast doch gar keine Frage gestellt, hättest du eh falsch gesagt. Ja, so in der Art, ja. Krass. Aber Libyen war eigentlich auch cool. So. Wie war das so? Mit Kids spielen? Malls gab es ja keine? Gab's nicht? Nee, Malls gab es auf jeden Fall nicht. Wo seid ihr spielen gegangen? Was Es war so bei uns, da wo wir halt gewohnt haben, Ja. also so ein Hochhaus, da gab es halt so ab und zu ein paar Kinder. Okay. So, aber ja, ehrlich gesagt, ich habe da mit niemandem gespielt oder so. Ich weiß gar nicht mehr, ganz ehrlich. Ich war eher zu Hause. Okay. Ich hatte so eine Tafel zu Hause, weiß ich noch. So, mein Bruder hat damals angefangen zu rauchen. Okay. Ne? Der war 15, 16 oder so, weiß ich nicht mehr. Weiß ich gar nicht mehr. Dann habe ich so auf der Tafel dieses Nichtraucher-Shit gemacht und so. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Geil. Ja, aber Wie lange warst du dort? ich war ja nicht sehr lange da. Ich weiß es nicht mehr, so ein halbes Jahr vielleicht. Okay. Maximal. Und dann direkt über Paris Und nach. dann über Paris nach Deutschland. Deutschland, genau. Okay. Ja, Deutschland, weil halt mein Vater damals, ganz, ganz früher, Ja. zur DDR-Zeit, so, wo er 18 war, 1958. Okay, also er war vorher schon dort. Da hat studiert. Krass. Er hat Westen oder Osten? angefangen zu studieren, Architektur. Also Westdeutschland aber, denke ich mal. Karlsruhe. Ja. Karlsruhe. Hat da angefangen zu studieren, aber es war halt sehr, sehr hart, weil keine Sprache, er hat die Sprache schnell gelernt, relativ. Ja. So, aber war Architektur, so. Selbst für uns jetzt so Architektur mit hier so und so. Ja. Sehr schwer und dann ist er halt wieder zurück irgendwann. Okay. Der hat jetzt auch in Irak und in Ägypten studiert. Okay. So, der war Klassenbester im Irak. So und dann, ja, Also wurde dann Architekturprofessor. Nee, Oder? Professor für PR. PR. PR und also Public Relations Ja. und Englisch und Deutsch. Ach krass. Ja, Englisch-Deutsch hat der Bachelor gemacht, glaube ich. Irgendwie Okay. so. Ja, keine Ahnung, Master und Doktor halt mit PR. Er hat Geil. auch 13 Bücher geschrieben insgesamt. Ja. Mashallah. Du musst ja ein Buch sozusagen schreiben. Ja, ich weiß, als für Doktor deinen Dings, Master, aber für das deine war- Doktorarbeit, genau. Genau, Ja. da hat er schon ein Buch geschrieben und dann. Das ist krass. Also schon eine wilde Geschichte hinter dir, wie du. Bist echt ein Globetrotter, Alter. Ja, ich habe halt alles wirklich mitbekommen. Ja. So wirklich so, also ich habe auch schon sehr früh als Kind so, die Sachen, die ich als Kind erlebt habe, habe ich mir schon immer gemerkt. So. Okay. Das ist nie weggegangen, keine Ahnung. Du bist eh so ein fucking Elefant, So, Alter. ja. Dein Gedächtnis ist krank. Und im Rüssel. Ha? Und den. Aber ja. Jetzt wissen wir, was du machst, OnlyFans. Suchst schon direkt, ne? Ja. Ich habe einen Abonnenten. Ihn. Haram. Ekelhaft. Dating Dubai versus Germany. Ehrlich jetzt? Ja? Keine Ahnung, Alter, ganz ehrlich. Dating hier ist ein bisschen schwieriger, Okay. weil die normalen Frauen heißt nicht professionell, Ja. so, ne? Die normalen Frauen sind schlimmer als professionelle. Findest du? Ja, also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, so, Ja. aber halt die jetzt typical, normal, so die hier sind, so die irgendwelche, keine Ahnung, so nach dem reichen Mann, die kommen ja extra explizit jetzt hier hin, um nach dem reichen Mann zu suchen. Ich will, wie gesagt, ich will nicht nicht das über jede sagen, so, ne? Es gibt immer Ausnahmen bestätigen die Regel, so, aber die nehmen dich mehr auseinander als eine professionelle. Okay. Yeah. Zitat Ende. Zitat Ende. Das kommt in deinem Buch. Aber ehrlich. Machst einen Professor für Frauen auf Reisen in Dubai. Den Bro-Code schreibe ich. Aber ja, ey, in Deutschland ist es auch nicht viel besser, ganz ehrlich. In Deutschland ist es auch nicht viel, viel besser. Es gibt immer, ja doch, es ist schon besser. Doch, in Deutschland ist es besser. In Deutschland ist es besser, doch. Da gibt es mehr normale Frauen. Ja. Das normale Frauen gibt es fast nirgends. Ja.
Aber ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du, es muss ja gewisse Values geben, so. Ja. Aber deren Value ist so, es gibt doch es gibt so ein Instagram, wo die so Cartoons spielen, ne? Und dann sagt er auch so, Dating in Dubai. Und dann sagt die so, hi, wie heißt du? Und dann sagt er, I want handbag, I want dinner, I want G-Class. Weißt du, genau so. Ja, ich finde, es geht. Ich sage mal, ich habe auch andere Frauen kennengelernt, viele andere Frauen kennengelernt. Ich habe auch Haufen Frauen kennengelernt, die haben mehr Geld wie ich. So. Die brauchen den Shit nicht. Ja. So, das gibt's schon. Aber es ändert halt trotzdem nichts dran. Dating-Game ist überall auf der Welt schwer. Also, in Dubai musst du halt ausselektieren. Ja. So, du musst halt die ausselektieren, die halt nur auf dieses I want Gucci handbag, I want G-Wagon, I want dinner with Burj Khalifa view, I want this. Ja, aber wie heißt du? Halt's Maul jetzt. So, was ist los? So, die muss halt direkt schon am Anfang ein bisschen zur Seite. Genau. Ja, das ist schon eine Challenge hier. Aber ich finde es nicht unmöglich. Ich finde es eigentlich schon machbar. Nee, das nicht. Nee, unmöglich nicht. Und du findest auch, also du musst in die richtigen Orten gehen, so. Ja. Aber so, ich sag jetzt im Allgemeinen, ne? Ich verallgemeiner es jetzt. Ja, klar. So. Klar. Ich sag ja auch nicht, jede Frau ist so, aber so. Nee. Aber ich weiß, was du meinst, wo du in Saarbrücken oder Krefeld, da sind ja eh nicht viele Leute mit Geld, so, da findest du halt mehr Frauen, die auch komplett drauf scheißen, weißt ja, du? Genau. Die sind happy mit ihrem Zahnarzthelferin-Job und sind da voll so. Ja. Ist voll assi eigentlich, aber. Ne, aber ist halt so. Unterm Strich stimmt's. So. Ja. Und hier, was ich hier aber auch schon festgestellt habe, ich finde, es gibt viele Frauen hier, das sind normale Frauen, aber wenn die dann mal eine Zeit lang datest, merkst du, die wollen doch. No. Das gibt's auch, habe ich gehört. Aber dann merkst du, dann fängst du irgendwann an zu verstehen, warum die ihr Heimatland verlassen haben, warum die noch keinen Macke haben. Ja, okay, die haben eine Klatsche. Genau. Das ist dieses Barney hier, genau. Crazy, but hot. Genau. Die, wie heißt die? Blabla, Lewitsky, Skala und so. Ja. Ja, so ungefähr. Da merkst du irgendwann so, du siehst ganz süß aus, bist eigentlich ganz nett, aber so, ja. Du bist nicht in Dubai, weil du die Sonne und den Lifestyle geil findest. Ja. Du bist in Dubai, weil du in deinem Heimatdorf einfach alle guten Männer schon durchgedengelt hast und einfach dann so, du hast keine anderen Optionen zu Hause. Und dann so, ich gehe halt nach Dubai, da finde ich schon jemanden. Ja. So, denen geht es nicht ums Geld, aber denen geht es einfach nur darum, dass der Datingpool zu Hause ausgeschöpft ist. Ist so. Ist geil. So. Also sie hätten auch nach Berlin gehen können irgendwann, aber die finden halt Sonne geil und haben hier ein cooles Jobangebot und dann sind sie halt hierher gekommen. Ja, okay. Sowas habe ich auch schon gehabt. Ja, Dubai ist einfach anders. Einfach anders. Aber geil. Einfach geil. Mega geil. Einfach geil, wirklich. Natürlich. So, ich glaube ansonsten war es das jetzt schon fast. Zitat Ende. Episode Ende. Ja. Danke fürs Kommen auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Immer gerne. Danke für die Pfeife. Sowieso, bitte für die Pfeife. wir haben noch einen ungebetenen Gast. Bist immer herzlich willkommen. Alles gut. Auf jeden Fall, das war's mit der Episode heute. Fatchat, Patrick, Faiso, ich link seinen Street-Name in der Beschreibung, dass ihr ihm folgen könnt, falls ihr auch normale Mädels gibt und so. Wir sehen uns.